Daniel Hellemann ist unterwegs, anders unterwegs, ohne Handy. Der 30-Jährige hat das Gerät vor 2 Jahren entsorgt, in den Elektroschrottcontainer geworfen. Während sich die anderen Pendler frühmorgens mit ihren Computern und Handys beschäftigen, ist er bei sich. Der Kopf ist einmal genug los, dann hänge ich meine Gedanken an und lasse ein bisschen umstreifen. Aber ich bilde mir ein, einfach ganz gut einfach können sein und nicht immer etwas machen müssen. Seit einem halben Jahr macht Daniel eine Lehre als Landschaftsgärtner. Zuvor studierte er Philosophie und Englisch. Etwas mit den Händen machen tue ihm gut. Ganz bei der Sache sein, das ist ihm wichtig. Auch deshalb hat er das Handy weggelegt. Das Kopfkino, das dann einmal läuft, aufgrund von einem SMS und die ganzen Geschichten, die man sich ausmalt. Und wie meint er das, wie meint sie das und wie sage ich das? Das ist so viel Energie, die einfach verpufft. Ja, aber das ist ja gerade die Höhe, oder? Ja, genau, da muss ich auch gar nicht mehr rauf mit dem Beton, oder? Weniger Ablenkung, mehr Leben. Das ist Daniels Credo. Einen Mitarbeiter haben, der nicht permanent erreichbar ist, bedeutet für den Chef, dass er besser planen, besser vorbereiten muss. Ich bewundere ihn ein bisschen, ja, genau. Aber es hat schon Fälle gegeben, was mühsam war, wo er gerne erreicht hat, wo er selber unterwegs war mit dem Auto und noch etwas wollte sagen. Und dann ja, mich auch ein bisschen genervt. Aber das sind Details. Die Fixierung aufs Handy hat Daniel zunehmend gestört. Und auch, dass er sein Selbstbild immer mehr über Telefonaktivitäten definierte. Wer hat was geschrieben, wer ist in welchem Chat. Mit dem Handy hat Daniel auch ein Stück weit die Kontrolle aus der Hand gegeben. Bewusst, genau das sei befreiend. Ich genieße das recht, die Unabhängigkeit. Das einfach, ja, wie ist es? Ja, gehen wir schauen. Für mich ist es manchmal so ganz extrem, ist es man hockt im Haus und zum Schauen, wie das Wetter ist, schaust du auf der App anstatt aus dem Fenster. Er vermisse das Handy nicht, sagt er. Und man glaubt es ihm tatsächlich. Allerdings dauere manches länger, etwa der Kontakt mit öffentlichen Ämtern. Wenn ich am Abend heimkomme, dann haben die Büros alle schon zu. Oder? Das ist manchmal das, ist so das Einzige, was ich manchmal ein bisschen mühsam finde. Aber dann denke ich, ja, das ist jetzt halt so. Es geht dann schon irgendwie. Per Briefverkehr löst sich das dann schon. Tempo aus dem Leben nehmen. Entschleunigen. Im Moment sein. Das ist Daniels Reise. Am Abend nimmt er es lieber ruhig. Zu Hause, wo er mit Freundin Marina wohnt, kocht er gerne. Die Naturheilärztin staunte nicht schlecht, als plötzlich Funkstille herrschte. Ich habe überlegt, was könnte sein, warum ich nichts mehr höre. Dann habe ich einen Brief bekommen, dann hat er geschrieben, er hat es weggeworfen. Ich dachte, ja gut, wenn wir jetzt halt per Brief kommunizieren. Und so war es auch am Anfang, als wir nicht zusammen gewohnt haben. Briefe schreiben schön und gut, aber ist es nicht schwieriger, Freundschaften zu pflegen ohne Handy? Nein. Das Handy hat mich nie sozialer gemacht. Also, ich bin so, also man hat auch gewusst, so, bei mir gibt es etwa die mal keine Antwort oder ich rufe nicht zurück oder ich verschleife, um etwas zu organisieren und so. Und eigentlich dafür ist jetzt, wenn ich mal etwas mache, wenn ich mal etwas probiere organisieren oder anreissen, mache ich es viel seriöser. Wer nicht stundenlang mit dem Handy surft, SMS tippt oder sich in Chats tummelt, der hat plötzlich viel Zeit. In Daniels Fall Zeit für die Musik. Lieber die Gitarre in der Hand als das Handy. Der ideale Ausklang eines Tages im Leben ohne Smartphone.